Guten Morgen und hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Linda und Sascha. Dieses Mal ein wenig ohne Linda, dafür mehr mit mir. Es geht mal wieder ums Thema Feuchtigkeit. Vielleicht kann sich der eine oder andere von euch noch daran erinnern, wir hatten im Dezember schon mal ein Video gemacht über Feuchtigkeit im Winter in der Heckgarage mit Nass und allem Pipapo. Ich verlinke euch das gleich mal noch, dann könnt ihr da noch mal gucken. Wir haben jetzt hier ein Update, wir haben neue Erfahrungen. Die fangen vor ein paar Wochen an, also springen wir mal dahin. Viel Spaß. So liebe Leute, wir haben Ende Januar. Es scheint endlich mal die Sonne und es ist von den Temperaturen her nicht gerade so kalt, dass man sich nur im Wohnmobil verstecken muss. Und die Chance haben wir jetzt gerade gepackt und wir machen einen vorgezogenen Frühlingsputz. Das sieht dann so aus, mal alles ausgeräumt. Hund liegt faul am Boden. Und wir hatten ja das Thema mit der Feuchtigkeit in der Garage. Und es sieht echt scheiße aus. Wir haben jetzt hier so diverse Flecken. Der Boden wälzt sich auch ein bisschen, wahrscheinlich von der Feuchtigkeit, aber das hatten wir letztes Jahr schon. Das ist jetzt nicht speziell neu. Die Kiste hier, die war zu unterst, die ist richtig nass, innen drin auch. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Aber das ist scheiße so. Und wir sind jetzt uns am Überlegen, wie wir das Thema in den Griff kriegen mit der Feuchtigkeit. Und wir haben jetzt da noch Tipps bekommen von einem anderen Camperpaar. Die sind schon ein bisschen länger Fulltime im Camper unterwegs, auch hier in Deutschland. Und die haben uns so Isolationsgeschichten empfohlen. Und wir putzen jetzt heute mal alles richtig und heizen hier mal richtig ein, dass es ein bisschen trocknet. Und dann werden wir uns in naher Zukunft auch um so Isolationsdinger bemühen und hoffen, dass das damit besser wird. Dann nehmen wir euch natürlich mit, das filmen wir dann. Also dauert jetzt ein paar Tage, ich melde mich dann wieder. Ja, seit Ende Januar sind nicht nur ein paar Tage jetzt vergangen, sondern ein paar Wochen. Wir stehen Anfang März und die Sonne scheint jetzt endlich mal. Das war jetzt aber die letzten Wochen nicht so. Wer hier in Deutschland wohnt, weiß das, dass der Februar ziemlich nass und kalt war. Und da hatten wir auch immer wieder Probleme mit der Feuchtigkeit. Und wir haben uns das zu Herzen genommen und haben isoliert. Und wie sieht das jetzt aus bei uns? Kleinen Moment. Und zwar, wir haben die beiden Türen. Also die Hecktür von der Garage, das blendet ein bisschen von der Sonne, haben wir mit 10 mm Isolationsmaterial. Wir haben die ganzen Wände da hinten. Da vorne fehlt noch ein Stück, da müssen wir noch fertig machen. Und wir haben auf dem Boden solche Kautschukmatten verlegt. Das sind so normale Matten, wo man Sportgeräte draufstellen kann zu Hause. Man sieht das da unten. Und ich kann euch wirklich sagen, Leute, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir haben fast keine Feuchtigkeit mehr durch das bisschen Isolation, wo wir jetzt gemacht haben. Also die Türen beidseitig, die Rückwand und den Boden. Hält sich die Temperatur viel länger in der Garage. Wer sich erinnern kann, an unsere Videos im Dezember haben wir mit so einem Elektroheizlüfter noch gearbeitet. Das machen wir jetzt nicht mehr. Ich zeige jetzt mal, wir haben morgens 9:30. Wir haben heute Nacht ungefähr von 4 Uhr morgens die Truma Gasheizung angehabt bis jetzt, weil es nachts halt kalt ist mit 2 Grad und haben die auf 19 Grad eingestellt gehabt. So, und jetzt guckt mal, was wir für Temperatur haben. Ich hoffe, man kann es lesen. 19 Grad und 50% Luftfeuchtigkeit. Man sieht hier oben an den Rändern ist noch ganz klein bisschen, wo sich bildet. Aber das ist wirklich alles. Mehr ist wirklich nicht. Es hat am Boden ist nichts mehr nass. Ich bin auch sicher, dass in den Kisten jetzt auch keine großartige Feuchtigkeit mehr zu finden ist. Also wir haben nicht viel Geld ausgegeben. Wir haben das nicht geschenkt gekriegt, selber bezahlt. Das Isolationsmaterial ist von Mobivan. Ich verlinke euch das mal. Ist nicht teuer, wird schnell geliefert. Dies ist selbstklebend, funktioniert wirklich super, kann man nur empfehlen. Ich mache gerne Werbung für Sachen, die mich selber überzeugen.
die Bodenplatten, also das Kautschukzeug, das haben wir auch im Wohnmobil selber verlegt, dass der Boden ein bisschen wärmer wird. Kann man auf Amazon kaufen. MS Sports heißt das Zeug. Kosten 8 Quadratmeter acht solche Platten um die 50 Euro. Also wirklich auch nicht viel. Kann man gut zuschneiden und alles. Funktioniert also wirklich wunderbar. So, hier sehen wir jetzt noch die Zahlen. Wir haben jetzt 1:15, wie man sieht. Heute Morgen war hier drin waren 20 Grad und in der Garage waren ja die 19 Grad, wenn ich es richtig noch mich erinnere. Und ihr seht jetzt, dass wir hier drin jetzt 15 Grad hatten, nachdem wir jetzt ein paar Stunden nicht da waren und die Heizung nicht an war. Und auch in der Garage haben wir auch noch knapp 15 Grad. Also man sieht, der Wärmeverlust in der Heckgarage ist also wirklich massiv gesunken. Auch die Feuchtigkeit ist ja auch nur minim angestiegen, jetzt über die Stunden bei Außentemperaturen von 5 Grad und doch sehr relativ hoher Luftfeuchtigkeit. Also ein weiterer Beweis, die Isolation macht vollkommen Sinn. Ja, das zum Thema Feuchtigkeit. Die Links mache ich euch noch rein. Und dann wäre es das auch schon wieder gewesen mit unserem Video zur Feuchtigkeit. Aber uns war wichtig, dass wir hier mal ein Update geben können, dass wir das Problem endlich im Griff haben. Und ja, unser nächstes Video kommt wahrscheinlich so in 2-3 Wochen. Ich bin schon dran. Und zwar geht es darum, wie lange schaffen wir es, autark zu stehen mit Solar ab März hier im Hunsrück. Heute scheint endlich mal die Sonne und wir können wieder mal so richtig laden und hoffen wir auch, dass das klappt. Gut, also dann bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, würde uns freuen. Auch ein Abo dalassen. Bis dahin, habt noch Sorge. Ciao zusammen.